Schauen wir uns aber noch mal kurz zum Abschluss ein Video an von Jurassic Outpost. Mit dem Titel Why Owen and Claire Won't Return in Jurassic World 4 vor. Hier wird es wahrscheinlich darum gehen, dass man ein bisschen darauf eingeht, warum Claire und Owen geschichtlich nicht mit eingreifen werden. Was eine gute Frage ist, denn warum sollte man eine Person wie Zora Bennett auf eine Insel schicken, um eine Heilung zu finden und nicht Figuren wie Owen, die dafür bekannt sind, so durchs Leben zu kommen und unbesiegbar zu sein? Spaß beiseite, aber warum wurden nicht Owen und Claire gefragt, auf diese Insel zu gehen? Ich schätze mal, hier wird Jurassic Outpost ein bisschen drauf eingehen. Ich hoffe es zumindest. Wir gucken jetzt mal, was wir darüber herausfinden. Will Owen Grady and Claire Dearing, the two characters at the heart of the Jurassic World trilogy, be returning in Jurassic World Rebirth? Nein, das haben sie aber auch schon gesagt. Also Chef Goldblum hat ganz klar gesagt, er wird in Jurassic World Rebirth nicht auftauchen. Und die anderen beiden haben auch schon dementiert, dass sie da drin auch nur ansatzweise ein Cameo bekommen. Was nicht heißt, dass die nicht irgendwann in der neuen Trilogie mal kurz auftauchen und sagen, guck, das kann immer noch passieren, aber hier nicht. Played by Bryce Dallas Howard and Chris Pratt respectively, these two protagonists led the last 3 Jurassic World movies, but with the 4th now on the way, will we be seeing or hearing from them again? While many would love to see the return of these two lead characters, it's becoming increasingly clear that the 4th leider nicht, also ich brauche die beiden nicht mehr zu sehen. Jurassic World movie represents a rebirth for the franchise. Rebirth is not just a subtitle. With Scarlett Johansson, Jonathan Bailey and Mahershala Ali, the next movie is very clearly focused on establishing new leads for this franchise. Welcome back to Jurassic Outpost. Here's why Owen and Claire won't be returning in Jurassic World 4. So what do we do now? Probably stick together. Also meine Idee ist ja, dass beide vielleicht tot sind, wegen diesem Virus, aber das bringen sie halt nicht übers Herz, ne? Das Jurassic-Franchise ist so ein bisschen mit einer kleinen Prise Disneyfizierung in eine Richtung gegangen, wo Konsequenzen wenig passieren werden. Also die werden noch alle quietschfidel irgendwo rumhängen und nicht sterben. So who are Owen and Claire? We first met Owen Grady in Jurassic World. He was employed at the park as an animal behaviorist, specifically tasked with training a pack of velociraptors. Eyes on me. Blue. Ey, ich schwör's euch, da war das echt noch cool. Das hier, das war im ersten Film echt noch cool und sinnvoll. Wie haben die es denn geschafft, innerhalb von 2 Filmen daraus so ein Meme für bekloppt zu machen? Krass eigentlich. Das hat hier noch, das war echt noch cool hier gewesen. Watch it. During the events of that movie, he hunts the escaped Indominus Rex with his pack of raptors, despite raising concerns about their readiness and whether they should be used in that way. Claire Dearing was the park operations manager of Jurassic World and worked relatively closely with the park's founder and owner, Simon Masrani. During this period of time, Claire was focused on park growth, corporate sponsorships, and her own personal growth within the company, though that would change as the trilogy moved forward. We learned that Owen and Claire briefly dated before the events in Jurassic World, establishing their relationship subplot that we would see throughout the trilogy. After the park fell in 2015, the two were briefly together again, but events off-screen separated the couple. Owen moving to Northern California to build a cabin. Ja, das fand ich auch ganz komisch. Also eigentlich muss man wirklich doch sagen, Jurassic World 1 war der perfekte Start und ab Jurassic World 2 haben sie komplett in die Hose geschissen. Wie kann man denn in einem Film Figuren wie Owen und Claire aufbauen? Die haben innerhalb dieses eigenen Films eine Charakterentwicklung, also eine gute, das war jetzt positiv gemeint. Und dann kommt der zweite Film raus und der zerstört alles. Also warum ist Owen jetzt auf einmal ein Arsch, dem Dinosaurier egal sind und Claire will das aber unbedingt? Das ist ganz seltsam. Das ist so dieses Alan Grant und Ellie Sattler sind in Jurassic Park 3 nicht mehr Zusammengefühl. So da kann man halt sagen, naja, da ist ja auch eine Zeitspanne dazwischen, aber es macht halt filmisch gesehen wenig Sinn. Weil da hättest du ja die Geschichte einfach geil weitererzählen können. Warum ist Owen nicht einfach in der Situation von Claire und will die Saurier unbedingt retten und die ist jetzt irgendwie wieder auf so einem Trichter von wegen, ja, nee, müssen wir nicht, bla bla. Das würde viel mehr Sinn machen. And Claire establishing the Dinosaur Protection Group, an organization with a mission to save and protect the dinosaurs abandoned on Isla Nublar.
It is in Fallen Kingdom, the second movie in the Jurassic World trilogy, that the two reunite as Claire seeks Owen's help to save the dinosaurs, including Velociraptor Blue from Isla Nublar before Mount Sibo's imminent eruption. The two, with the help of John Hammond's former business partner Benjamin Lockwood, would end up saving Blue and a number of other dinosaurs. Lockwood fand ich an sich aber gar nicht mal so verkehrt. Der kam auch so aus dem Nirgendwo, der wurde nie vorher erwähnt, okay. Was soll's, aber ich meine, warum hätte auch John Hammond Benjamin Lockwood von dem erzählen sollen, wenn die sich irgendwie nicht abkonnten? So, keine Ahnung, ich würde auch nicht einfach irgendwie einem, wenn jetzt jemand hier vorbeikommen würde und ich würde selber einen Zoo aufbauen und die müssten den Zoo absegnen, dann würde ich auch nicht einfach den Leuten irgendwie erzählen, na, da gab es übrigens mal einen, den ich jetzt aber nicht mehr leiden kann, der hat eigentlich mal angefangen, da mitzuhelfen. Das würdest du ja nicht einfach erzählen. Von daher, ich fand es irgendwie cool, dass da noch so eine Hintergrundinformation entsteht, dass John Hammond eben nicht alleine da war. Dass da halt jemand noch anders mitgemischt hat. Das war nicht verkehrt. Es kam halt sehr aus dem Nichts, ja, aber es war trotzdem okay. Before finding that Eli Mills and those helping them secretly planned to sell the Nublar dinosaurs for other purposes at the now infamous auction. Sold! The two would reunite as a couple in Fallen Kingdom and by Dominion were living together with the priority of protecting Maisie, Benjamin Lockwood's cloned daughter. Ja, das ist ja nicht nur cloned. Das ist ja nicht die geklonte Tochter, oder? Doch irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Es ist mehr als nur das, ja, aber es ist, ich würde auch einfach sagen, Klon. Kannst du schwer zusammenfassen, so schnell sonst. The two adopted her in order to keep her safe from multiple bad actors in the world of genetics who would like to possess or study her. They're alive. Like me. In the third movie, Like us wäre auch der bessere Satz gewesen. Nicht like me, sondern da hätte sie mir zeigen können, ja, die sind am Leben wie wir alle. Egal, ob du geklont bist, egal, ob du geschaffen wurdest, egal, ob du normal geboren wurdest, normal in Anführungszeichen. Wir leben alle und das vereint uns so ein bisschen. Und nicht like me. Owen works in collaboration with the Department of Fish and Wildlife in Ich mecker wieder zu viel, ich merk's gerade. maintaining some sort of order and protection for the dinosaurs now living in mainland North America. Claire works more under the radar, freeing dinosaurs with Zia and Franklin in vigilante fashion from breeding farms and captivity. At the very end of Dominion, at the end of the Jurassic World trilogy, Maisie, Claire and Owen continue as a family, releasing Blue and her baby into the wild and returning home, likely to continue. Deswegen schätze ich auch, dass die irgendwann nochmal auftauchen müssen. Also, keine Ahnung, was Alan Grant und so angeht, da habe ich eigentlich gar keine Fragen mehr im Endeffekt. So, aber das hier zum Beispiel, wenn da wirklich eine weltweite Pandemie mit einem Virus entsteht, der durch Dinosaurier ausgelöst wurde, müssten die beiden wenigstens noch einmal kurz vorkommen. Auch wenn es nur ein kurzer Auftritt wäre, wie jetzt Ian Malcolm in Jurassic World 2, aber das müsste eigentlich schon nochmal passieren, um die Geschichte runder zu machen. Man kann, wenn man eine Fortsetzung macht, wird es schwer sein, alles davor Passierte zu ignorieren. Das schaffen sie nicht. Das wäre auch nicht richtig irgendwie. Da muss man schon aufpassen. Keeping Maisie safe, while Owen ensures the dinosaurs living in the surrounding areas are kept safe from poachers and other threats. Primarily, their story is finished. The 3-movie arc is complete, and if Rebirth's synopsis is anything to go by, a lot of what happened in the world era has now come to a close. So let's explore that. At the end of Dominion, dinosaurs were in our world, scattered across continents and living in close proximity to humans, but Jurassic World Rebirth's synopsis tells us things have now changed significantly. Das ist mir eben gerade erst aufgefallen, aber das ist sehr interessant, dass das hier, das hat Federn. Das heißt, hier haben wir einen 100% reinen Dinosaurier in der Welt von Jurassic. Könnte das nochmal irgendwie wichtig sein? Es würde zumindest erklären, warum Dinosaurier vorher nie ein Virus entwickelt haben, weil das ja vorher genetische Klone waren, die mit unserem Ökosystem klarkommen, weil sie halt dem hingegen geschaffen wurden. Hier sehen wir jetzt aber, dass 100% reine Dinosaurier frei auf der Welt rumlaufen. Das könnte also dann der Punkt gewesen sein, wo der ganze Mist angefangen hat. Sie ist Patient 0. Sie bekommt es zuallererst ab. Das hier ist Zora Bennett. Things have now changed significantly. 5 years after the events of Jurassic World Dominion, the planet's ecology has proven largely inhospitable to dinosaurs. Those remaining exist in isolated equatorial environments with climates resembling the one in which they once thrived.
Those worldwide dinosaurs have all but died out or relocated to the warmer regions of the planet, and we can assume based on what we've seen so far about the new movie that many of the surviving ones are very much back in isolated regions, further from humanity and in some cases back on islands. There are plenty of islands around those equatorial environments after all. This in itself tells us that the story relating to Owen, Claire and Maisie is not only somewhat over, but in a very different place. The dinosaurs from InGen and the Jurassic World Park are likely few and far between, but their offspring along with dinosaurs and creatures created by others live on, albeit in very new contexts. Groups like the DPG, the DPW, and even the DFW probably now have less of a presence in North America and the rest of the world due to the changed circumstances and location of most of the dinosaurs. Bringing back the two character leads from the World trilogy is at risk of feeling forced. Their personal stories were wrapped up quite neatly and do feel as if they are complete. And even if Maisie is a significant part of the new movie, I can't see much of a reason for us to see Owen and Claire again. We've got a new cast this time around, Scarlett Johansson as Zora Bennett. Aber ja, Maisie würde ich auch nochmal einbauen. Bailey as Dr. Henry Loomis, a paleontologist, Mahershala Ali as Duncan Kincaid, Zora's team leader, Rupert Friend as Martin Krebs, a pharmaceutical representative. Dann sogar lieber Maisie anstatt Owen und Claire. Rolfo as Ruben Delgado, the father of a shipwrecked civilian family. With a big lead like Scarlett Johansson now taking the reins, the studio, the filmmakers will want to keep her as the shining star of the... Was ist mit ihm los? Oh Gott, er hat auf jeden Fall einen schlechten Tag. Der ist gerade extrem schockiert. Ui. The new movie, and rightly so, along with her new counterparts. The cast is already stacked with such great talent that it isn't really necessary to bring in Chris Pratt and Bryce Dallas Howard, two great actors in their own right, but not needed in this new Jurassic World era. That's not to say that it couldn't happen, of course. Back in May of this year, when speaking to Digital Spark, Chris Pratt addresses Return for Jurassic World 4. Never say never. Das ist richtig. Wenn der Paycheck natürlich stimmt, wird er auch wieder auftreten. Aber die sind auf jeden Fall nicht im ersten Film dabei. Es sei denn, er lügt und es gibt dann nur noch so einen Cameo-Auftritt, der so cool sein soll. Und er will es einfach nicht verraten, aber ich glaube da nicht dran. To his character's return in the new movie. He said, "Hey, never say never. Maybe I return. Maybe I don't. You'll just have to tune in to find out. I know I'll be the first in line, whether I'm in it or not." I very much doubt there is a need for cameos from these two characters, but of course, never say never. The Lost World Jurassic Park featured cameos from Tim and Lex and John Hammond Sowas, genau. Sowas meine ich. Das würde klar gehen. himself. Jurassic Park 3, although one could argue that the inclusion of Dr. Ellie Sattler was a cameo in that movie, and Jurassic World omitted these cameos, but Fallen Kingdom gave us a brief sequence with Dr. Ian Malcolm himself. Das war noch Ian Malcolm. Der in Jurassic World Dominion, das war irgendein verstrahlter alter Mann, das war auf jeden Fall. Das hier war Ian Malcolm. Wie er wirklich auch ist. There's a chance that Rebirth might do something similar, a handoff if you will, and you never know. That handoff might come from Owen and Claire. Judging by Jeff Goldblum's recent comments and work, the handoff could come from Malcolm as well, in the same way he meets with Hammond in The Lost World. Site B. Let's not forget, the Jurassic World trilogy and its characters didn't fully resonate with everyone. While the movies were generally well received financially, the same cannot be said critically. Universal Pictures and the filmmakers behind the new movie likely know that some, and I do emphasize some, aren't happy with how the last three movies turned out. Ja. Die letzten zwei Filme waren das Problem. So, ich mag Teil 2 jetzt, keine Ahnung, verteidige ich ganz gern mal, aber die Probleme, womit es dann wirklich bergab ging, wo man gemerkt hat, die haben keinen Plan, wie sie weitermachen sollen, ist Jurassic World Fallen Kingdom gewesen. Damit hat's angefangen. With David Koepp returning, writer of Jurassic Park and the Lost World screenplays, and with a director like Gareth Edwards, something tells me everybody involved is keen to go back to basics, while also creating something that feels fresh and new for the franchise, and we've heard as much from those who claim to be in the know. Bringing back any character from the recent world era doesn't really align with this way of thinking, so it must be said that Owen and Claire, while loved by fans who enjoyed the World trilogy, aren't the same icons that Alan Grant, Ellie Sattler and Ian Malcolm were for the original trilogy. But it does also stand to reason that bringing back characters from any past film or trilogy in an unwarranted capacity wouldn't be necessary either. This is a rebirth after all.
Jeff Goldblum, Laura Dern, Sam Neill, Bryce Howard, Chris Pratt, all those veterans, their time is gone. Maybe they'll come back for Jurassic World 20. Ja, irgendwann können die wiederkommen, wie gesagt, aber ich glaube jetzt, zumindest in Rebirth, lasst die jetzt erstmal andere Figuren einführen und nicht wieder irgendwelche alten reinbringen. Außerdem, wenn die auftauchen sollten und eine größere Rolle bekommen, könnt ihr einen drauf lassen, dass die schön auf dem Poster vermarktet werden. The studio, the writers, the filmmakers are all keen to rebirth the franchise once again and provide something that doesn't exclude what came before, but takes the franchise in a new, exciting direction while simultaneously bringing it back to basics. More in line with the first two movies. Back to Basics finde ich halt den geilsten Satz. Dieses ganze Dschungelfeeling wieder, schön auserzählte Szenen, wenig von diesem Action-Quatsch mit Motorrädern. Einfach wieder so, ja, so ein geiles Inselabenteuer, so ein Survival-Ding. Sowas hier, genau. Wo du Angst vor denen noch hast und nicht einfach die ganze Zeit den machst. Oder einen Dilophosaurus in den Schwitzkasten nimmst und den erwürgst. Ultimately, the return of Owen and Claire would signify a continuation of the Jurassic. Timmy und Lex würde ich auch gern wiedersehen. Ey, wenn ihr Cameos bringt, dann wären doch die beiden optimal. Die beiden Schauspieler sind ultimativ sympathisch, wenn ihr die mal gesehen habt. Auch zusammen haben die immer noch so eine geile Chemie. Die beiden würde ich gern wiedersehen. Lex und Tim als Erwachsene, das wäre wirklich geil. Jurassic World trilogy. And while Rebirth isn't going to exclude what came before it, it's definitely setting itself up to be a new era of sorts for the franchise as a whole. It won't be excluding the world era, as I said. It won't be excluding any of the sequels for that matter. But something tells me the movie wants to position itself as a sequel to Jurassic Park with its tone and feel. And with that, any previous character's return in any capacity would need to be fully warranted and executed. Otherwise, it just wouldn't make that much sense. It becomes fan service, and we don't really need that. A new era, a new set of characters, and a whole new story written by David Koepp to continue the ideas established by Michael Crichton in those original novels is what we need. Und wenn das gut ankommt und David Koepp macht auch noch Teil 2 und Teil 3 als Drehbuchautor, Steven Spielberg ist noch mit am Start und vor allem Gareth Edwards ist es, gell? Der, wenn es eine Trilogie wird, dann soll er bitte alle 3 Filme machen. Nicht wieder so einen komischen Mischmasch. Das hat bisher nie funktioniert. Das hat bei Jurassic Park 1, 2 und 3 schon nicht funktioniert. Als Spielberg weg war es auf einmal sehr seltsam. Es hat bei Jurassic World nicht funktioniert, da hier wirklich verschiedene Regisseure zu nehmen. Nicht immer, aber zum Teil. Es hat bei Star Wars nicht funktioniert. Also dann bitte immer denselben einfach nehmen. Lasst David Koepp eine ganze Trilogie schreiben und lasst Gareth Edwards alles im Regiestuhl lösen, klären, machen. Ja. But what do you think? Would you like to see Owen and Claire return one way or another in the new movie? And if so, how would you work that in? If not Owen and Claire, who would you like to feature alongside our new? Lex und Tim würde ich featuren. Tut mir auch voll leid für Chris Pratt, aber es tut mir einfach leid. Dieser Erfolg mit Star-Lord hat ihm nicht so gut getan, wie man wahrscheinlich gedacht hat. Klar, fürs Geld ja. Aber dadurch konnte er einfach in jedem Film, in dem der mitmacht, immer dieselbe Rolle spielen. Er ist in jedem Film einfach nur Star-Lord. In jedem. New cast of characters. Be sure to share those thoughts down below and as always, thank you so much. Ja, also Owen und Claire werden auf jeden Fall nicht auftreten. Innerhalb der Trilogie vielleicht nochmal, aber an sich, ja, in dem Film erstmal nicht. Okay, ihr Lieben, dann sind wir für heute auch durch hier mit den Reactions. 2 Videos bleiben noch offen, die gucken wir uns dann morgen oder übermorgen an. Muss ich mal schauen, wie es zeitlich passt, wahrscheinlich eher erst übermorgen. Und wir haben jetzt gleich in genau 10 Minuten meine Premiere von einem 59 Minuten langen Video über den Hurricane Clarissa auf YouTube. Könnt ihr gerne reingucken. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Totter.